Ja, hallo an alle Heimwerker und Selbermacher. Ich will euch heute zeigen, wie ich bei mir das Dachfenster mit Dampfbremsfolie eindichte. Also das Wichtigste ist erstmal so, dass überhaupt keine Leckagen entstehen, dass also alles komplett verklebt ist. Ich habe das schon so vorbereitet jetzt, so wie man das eigentlich gewöhnlich mal macht, dass man eben die Bahnen vorher durchzieht und dann fängt man an, indem man sich eben hier das aufschneiden muss. Dabei ist zu beachten, dass man eben nicht hier so einen X-Schnitt macht, sondern eben diesen Haarschnitt. So, so und so. Also wie so ein Doppel-T-Träger da eben aufschneidet. Ich habe die Folie jetzt weggeschnitten oder aufgeschnitten und erstaunlicherweise merkt man dann, wie einem die kalte Luft aus diesem Raum entgegenschlägt jetzt. Also schon erstaunlich, dass im Gegensatz zu dem gedämmten Dach eben das Dachflächenfenster so kalt ist jetzt. Also ich habe auch nur ein Zweifachfenster genommen. Nicht, weil ich jetzt das Geld nicht hätte dafür, sondern einfach aus dem Grund, dass das Dreifach eben doch um einiges schwerer war. Und ja, ich konnte das einfach nicht mehr handeln vom Gewicht her. Das war also schon bei den Zweifachfenstern grenzwertig, die hier hochzuschleppen und einzusetzen. Und deswegen habe ich dann eben nur die Zweifachfenster genommen. Ich habe ja bei den Rotofenstern eben den Vorteil, dass ich hier die Folie schon dran habe. Also ich werde jetzt die Folie zurechtschneiden, passend, und dann die nur bis hierhin verkleben, um dann am Anschluss die Rotofolie drauf zu kleben jetzt. So, ich habe das jetzt beigeschnitten, bin natürlich wieder unterbrochen worden, deswegen ist es jetzt schon ein paar Stunden später und schon dunkel geworden. Ich hoffe, man sieht es trotzdem noch. So, ich habe das jetzt hier bis Kante beigeschnitten. Und jetzt hat man bei den Rotofenstern hier so einen Streifen, den man abziehen kann. Und da kann man sich wegziehen. Und da ist ein Klebestreifen eingearbeitet, wo man die Folie von Isover, die Isover-Folie, eben schön dran kleben kann. Also man kann sicherlich zusätzlich noch ein paar Tackernadeln hier in den Schaum reinmachen. Ja, nicht wundern, warum hier eben noch eine Schraube drin ist. Die habe ich reingeschraubt, dass eben der Schaumrahmen eben hier nicht rausrutscht. Sicherlich muss man das auch nicht machen, aber ich habe es eben gemacht. So, die Folie ist jetzt hier reingeklebt worden. Also an die Klebestreifen, die an den Schaumstreifen dran sind. Und jetzt kommen wir zu den oben und unten. Und da schneidet man sich Streifen zurecht, die ungefähr 10 bis 15 Zentimeter rechts und links überstehen lassen. Und die werden dann auch hier an diesen Klebestreifen dran geklebt. So, die für unten zugeschnittene Folie habe ich jetzt auch hier dran geklebt. Und überall, wo die Folie so sperrt, weil die um die Ecken geht, ne, zum Beispiel hier, wo die Kante ist, einschneiden. Ne. Da kann man sich dann ein bisschen von der Dichtmasse reinquetschen in die Ecke, dass es dann eben noch ein bisschen zusätzlich noch abdichtet, genau wie hier eben in die Ecke kann man sich dann auch noch ein bisschen Dichtmasse reinquetschen. Für alle, die sehr vorsichtig sind. Ja, auf der anderen Seite auch. Da, wo es sperrt, einschneiden. Also man sollte dann auch überprüfen, ob dann eben die Wasserwaage eben funktioniert jetzt. Ne? Weil ihr müsst dann die Gipskartonplatten noch in Waage dran kriegen jetzt. Ne, deswegen, die Folie darf dann nicht so knapp werden, dass ihr mit der Gipskartonplatte die Folie wieder abreißt. Deswegen ruhig mal die Wasserwaage dran halten und überprüfen, ob das alles so stimmt. So, jetzt ist der untere Streifen verklebt, rechts und links.
Man sollte da eben auch dieses Multiband nehmen, gerade wenn man hier so um Ecken klebt. Das ist also ein bisschen flexibler und eben nicht dieses hier auf Papierbasis hier. Das ist dafür eben weniger gut geeignet. Da unten ist dann fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch oben uns dem widmen. Da habe ich hier auch schon einen Streifen geschnitten, der sich wieder wunderbar zusammengerollt hat. Und den mache ich jetzt wie gehabt, wie adäquat wie unten eben oben dran. Ja, und dann geht es weiter. So, jetzt habe ich adäquat den oberen Teil auch noch abgedichtet. Genauso wie unten. Und jetzt muss noch hier vom Rotofenster die Folie verklebt werden. Und da habe ich gerade meine erste Enttäuschung erlebt, weil ich irgendwie gedacht habe, das wäre hier auch wie so ein Klebestreifen, ne, den man abzieht und dann selbst klebend hier dran klebt jetzt. Aber das ist wahrscheinlich hier nur so eine Folie, also ohne Klebefunktion. Gut, dann muss ich eben hier halt noch ein bisschen Klebestreifen drauf und dann geht das auch, aber irgendwie hatte ich da mehr erwartet. So, jetzt ist das Fenster fertig verklebt. War doch aufwendiger, als ich gedacht habe. Letztendlich, weil eben dieser Faltenbalg hier eben doch kein Klebeband war, wie ich erst vermutet hatte, sondern eben wirklich eine steife Folie, die dadurch, dass sie eben so lange eingefaltet gewesen ist, eben auch ziemlich schlecht verarbeitbar war jetzt. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht, aber na gut, geht auch so. Verbrasselt man natürlich haufenweise Klebeband. Das war's jetzt mit meiner kleinen Anleitung. Ich hoffe, ich konnte euch behilflich sein. Vielleicht sehen wir uns noch bei einem anderen Video hier auf diesem Kanal. Ciao.